Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Ja, in Stuttgart gab es auf einmal Sonne aus, da gab es einen Kabelbrand. Wir haben ein Statusmatch von der ITA, da gibt es auch interessante Geschichten. Lufthansa Meißen-Moor geht's hin. Airbus 321 XLR, man hört ja bei den Billigfliegern gar nicht so gute Worte über den Flieger. Lufthansa und Swiss brauchen noch 5 Jahre für den Umbau für die First und Business Class Allegris Senses, egal wie die Bude heißt. Und British Airways verliert Statuskunden reihenweise aufgrund ihrer Programm. In Lufthansa Deutsch heißt das ja Enhancement. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen und natürlich auch aufs Cool zu kommen. Das erste Thema, was wir haben, ist der Kabelbrand am Flughafen Stuggi in Stuttgart. Da ist auf einmal die Sonne aus gewesen. Der Kabelbrand ist im Betriebsgelände gewesen, irgendwo abseits der Terminals, heißt also irgendwo, wo die Passagiere nicht sind. 20 verspätete Abflüge, 8 sind gestrichen worden, 40 verspätete Ankünfte, 5 sind gestrichen worden. Dann Umleitung nach Nürnberg, München, aber auch Frankfurt. Der Betrieb wurde am Mitternacht für rund 1 Stunde komplett eingestellt. Die Auswirkungen des Stromausfalls logisch. Beleuchtung der Stadt- und Landebahn sind dann ausgefallen. Ist klar, hast du keine Sonne, hast du keine Sonne. Und Verletzte gab es bei den Passagieren keinen. Bei der Feuerwehr sind 2 vorsorglich ins Krankenhaus gekommen. Heißt also, da sind sie in dem Einsatz gewesen. Also im Prinzip dann doch Gott sei Dank glimpflich ausgegangen. Fluggästen wird empfohlen, den Flugstatus regelmäßig zu prüfen und sich bei der Airline auf dem Laufenden zu halten. Das ist ein Zitat vom Flughafen Stuttgart. Also haltet euch dran. Ich denke mal, dass das relativ schnell wieder alles gefixt ist. Was nicht gefixt ist, ist der Airbus A321 XLR aus Sicht der Billigflieger. Von den Billigfliegern hört man wenig. Das Ziel der 23 XLR war, Märkte zu erschließen, neue Langstrecken zu erschließen. Das heißt also, dass man dieses Flugzeug schickt und dann guckt, ob sich das lohnt, aufbaut und dann größere Flugzeuge schicken kann. Die Low-Cost-Carrier sind enttäuscht, aber die klassischen Netzwerk-Airlines, Legacy-Carrier sage ich einfach, ist viel einfacher auszusprechen, sind da erbaut von. Wizz Air reduziert von 47 auf ca. 12 Bestellungen. Frontier storniert alle 18 Bestellungen. JetBlue storniert 2 von 13 Bestellungen. Cebu Pacific bleibt unentschlossen. Und die Kritikpunkte aus Sicht der Billigflieger sind, die Maschine ist schwerer, hat dadurch eine kürzere Reichweite, weil das Gewicht, das kommt halt durch den zusätzlichen Tank. Die Frachtkapazität ist auch ein Problem für Billigflieger, muss man ehrlicherweise sagen. Aber Iberia, American Airlines, United und Qantas sind zufrieden. Also die sagen, ja, das Flugzeug ist sogar wirtschaftlicher, als wir es eigentlich gedacht haben. Und da sieht man natürlich immer, wie man das rechnet. Und wer sagte das? Was? Michael O'Leary, wenn Billig-Airlines in Langstrecke gehen, ist das der Tod. Heißt, das ist jetzt frei von mir gesprochen. Heißt also, ist das Thema 321 XLR für die Billig-Airlines nicht ins Konzept passend? Auf der einen Seite natürlich, naja, okay, Gott sei Dank, wer möchte so lange Strecken dann auch in diesen engen Maschinen verbringen? Wir haben ja auch gesehen zum Beispiel, dass die Abu Dhabi-Geschichte von Wizz Air eingestellt worden ist. Aber wir haben auch ein Zitat vom Josef Varadi, das ist der Wizz Air CEO. Der Airbus 23 XLR schneidet schlechter ab als gedacht, vor allem beim Gewicht. Dazu das Zitat von ihm. Ja, sollte der Airbus A321 weiter angepasst werden, um den Billig-Airlines entgegenzukommen? Oder ist das Modell für Netzwerk-Airlines nur sinnvoll, weil die Billig-Airlines halt eigentlich gar nicht für die Langstrecke konzipiert sind und da auch gar nicht irgendwie Strecken aufbauen können, weil sie ja keine großen Maschinen haben? Also da bin ich mal gespannt. Die Sonne kommt auch schon raus und es ist die gleiche Uhrzeit wie gestern, nur das ist Wist, also herrlich hier. Was auch herrlich ist, ist Lufthansa. Lufthansa und Swiss, die haben ja die neue Allegris und Senses, die sie einbauen. Die Lufthansa-Einführung Allegris Retrofit wird erst ab 2026, 2027 starten.
kompletter Umbau bis 2028. Swiss Einführung des Sense ist etwas klarere Strategie. Die wollen auch den Retrofit für die älteren 330er machen. Wir erinnern uns an das Gegengewicht im Heck. Unterschiede ist halt so, dass natürlich Lufthansa eine Mischflotte hat. Man ist dort auch relativ unsicher, was die First Class angeht. Also man hat da so gemischte Sachen. Swiss soll ja irgendwie immer das Paradebeispiel sein und die werden natürlich komplett auf die First Class setzen, auch in der Verkleinerung. Die 380er bekommen einen Retrofit, allerdings nicht mit der Retrokabine. Den will man ja auch bis in die 30er Jahre fliegen lassen. Viele Ankündigungen sind halt gemacht worden bei der Lufthansa, aber der Fortschritt lässt auf sich warten. Gefahr, dass die Sitze schon bei der Einführung im Prinzip veraltet sind. Wenn man guckt mit der Geschichte, dann muss man halt ehrlicherweise sehen, dass der Zeitplan 2030, wann wollten die also wann haben die das erstmal davon gesprochen? Das war 2017. Heißt also ein sehr, sehr langer Zeitraum. Und natürlich ist die Allegris eine deutliche Verbesserung zu dem, was vorher auf den Fliegern war. Das muss man ehrlicherweise sagen. Auch bei der Swiss ist das so. Aber es ist halt so, dass man auch hier sagen muss, es ist kein Top-Thema, weil es gibt Mitbewerber, die haben bessere Produkte mittlerweile und der Fortschritt geht halt weiter. Und wenn das letzte Allegris eingebaut worden ist, wo sie noch Geld verdienen wollen, haben andere schon etwas Geileres. Vielleicht nicht auf der ganzen Flotte, ich weiß es nicht. Aber ihr könnt ja hier das Ganze nachher mit der Frage des Tages beantworten. Weiteres Thema ist natürlich auch, dass die Lufthansa wieder ein Ankündigungsweltmeister ist gefühlt, dass da nicht viel Action passiert und natürlich, ob die First Class diese untergeordnete Rolle mit wenigen Sitzplätzen spielt, vor allem die Mittelkabine, die man ja da progressiv vermarkten möchte, ist natürlich ein Thema. Die Frage des Tages ist dementsprechend, ist ein 5-jähriger Zeitplan für den kompletten Umbau realistisch? Oder sollte man bei der Lufthansa mehr Tempo machen, weil gerade im Premium-Segment wollen die Passagiere natürlich etwas haben, was toll ist, um mitzuhalten. Also da könnt ihr gerne antworten und ihr könnt natürlich auch antworten, wie ihr das Thema seht mit dem Allegris, ob das ein Fortschritt ist oder nicht. Wer von euch erinnert sich an das Programm von British Airways? Ja, genau, das ist das Programm, wo man eine finanzielle Komponente eingeführt hat, die so abstrus ist, wo man sagen muss, wo tut weh. Und da ist es so, dass die neuen Umsatzhürden haben. 20.000 britische Pfund muss man für einen Goldstatus ausgeben, was ja komplett bescheuert ist. Viele Kunden sind natürlich unzufrieden, aber wer ist der Nutznießer? Wo gehen die hin? Flying Blue. Die fliegen Flying Blue. Die gehen zu Air France KLM und Flying Blue Statusmatch gab es ja gibt es immer noch mit 99 Pfund. Bist du halt happy. 4.000 haben innerhalb von 3 Monaten gewechselt, also 4.000 Kunden. 95% der Kunden nutzen Flying Blue nun regelmäßig. 60% buchen Premium-Kabinen. Und cleverer Schachzug von Air France KLM war das natürlich, denn die neue Kundschaft generiert Umsatz und natürlich auch die 99. Also wenn man überlegt, die haben $99 oder Pfund genommen, lass es einfach 100 sein, dann wisst ihr, dass hat die ganze Promotion kein Geld gekostet, die bezahlen das selber, dass sie kommen. Und Benjamin Lipsey, der ist von Air France KLM, die starke Nachfrage nach unserem Statusmatch-Angebot in Großbritannien zeigt, dass Flying Blue in der Lage ist, schnell spürbare Vorteile zu bieten. Würdet ihr 99 Pfund bezahlen, um bei Flying Blue von KLM und Air France mitmachen zu dürfen? Ist für euch eigentlich British Airways überhaupt noch eine Alternative mit dem Gold Guest List? Also insofern da Frage, würdet ihr loyal bleiben? Ja, und was auch Loyalität heißt, ist ITA. ITA hat jetzt ein Statusmatch wieder zur Lufthansa Miles & More. Die Lufthansa hat ja die ITA übernommen und kostenloser Statusmatch für ITA Volare Elite-Mitglieder zur Lufthansa Miles & More. Status gilt bis Februar 2027. Bearbeitung dauert bis zu 10 Tage. Es gibt eine Statusmatch-Webseite dafür. Es ist kein Match, wenn das RH-Konto schon einmal mit einem anderen Match verbunden war. Das heißt also, das geht nicht. Keine Gebühren und es ist ein fairer Match, weil es alles 1:1 ist. Schnell beantragen, da die Aktion natürlich beendet werden kann. Es gibt auch keine Geo-Restriktionen, der Deal gilt immer. Und ich bin mal gespannt, was da passiert. Gut, die haben jetzt kein Enddatum genannt, aber alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Also insofern macht das da und dann ist das auch vom Tisch.
Haltet ihr den Match für fair oder sagt ihr, nee, da muss was gemacht werden? Oder sagt ihr, nee, der Senator, der jahrelang gesammelt hat, sollte Vorrang haben? Danke, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV dabei wart. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und vor allem auch ein Like dazu lassen. Wenn wir uns auf School sehen, könnt ihr ja nochmal die Fragen des Tages beantworten. Einmal natürlich, würdet ihr die 99 Pfund bezahlen, um von British Airways zu KLM Air France zu wechseln und dort dann Loyalität bleiben? Oder lieber loyal bleiben, so ist es richtig bei British Airways. Und findet ihr den Status-Match von den Freunden von ITA zur Lufthansa Miles & More fair? Da bin ich mal gespannt auf eure Antworten. Also, bis dann. Ciao, ciao.